Willkommen zu Smart Data Stories. Habt ihr euch schon mal gefragt, was der Begriff Data Literacy eigentlich bedeutet? Genau das schauen wir uns heute an. Es ist eines von vielen Buzzwords, die rund um Daten kursieren und meint nicht irgendwelche Schulungen, sondern wirklich das Verständnis von Daten. Data Literacy ist die Fähigkeit, Daten zu verstehen, zu interpretieren und daraus Entscheidungen zu treffen. Und genau das schauen wir uns heute näher an. Was heißt es eigentlich? Muss man dafür ein Data Scientist sein oder tiefgreifende Analysen programmieren? Nein. Es geht dabei darum, dass man versteht, woher Daten kommen, wie sie entstehen. Dass man auch die Definition dahinter versteht oder erkennt, ob etwas nicht stimmig ist in der Entstehung von Kennzahlen. Dass man bewerten kann, das Risiko, die Sicherheit im Zusammenhang mit den Daten. Und dass man eben auf Basis der gesammelten Informationen und Auswertungen auch weiterführende Entscheidungen treffen kann. Es geht also nicht nur darum, Zahlen lesen zu können, sondern sie richtig zu interpretieren. Was braucht man dafür jetzt für Kompetenzen? Was sind die Kompetenzen im Zusammenhang mit Data Literacy, die man aufbauen muss? Das ist als erstes einmal ein Datenverständnis. Wie entstehen Daten? Woher kommen sie? Wie setzt sich eine KPI zusammen? Was sind die Quellen von den Daten? Einfach mal grundlegend zu verstehen, wo und wie entstehen Daten und wie werden sie verarbeitet. Rein logisch, nicht technisch, sondern nur logisch. Als zweites haben wir das analytische Denken. Den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität kennen, Trends erkennen und Hypothesen aufstellen. Die dritte Kompetenz ist die kritische Bewertung. Kann ich den Daten so vertrauen? Sind sie stimmig? Gibt es irgendwo Unsicherheiten? Gab es Veränderungen, die meine Ergebnisse beeinflussen? Und einfach zu wissen, okay, was beeinflusst meine Daten? Und kann ich sie auch so verwenden, wie ich sie sehe? Und als viertes haben wir die Interpretation im Kontext. Ich muss die Daten immer im Kontext betrachten. Was passiert in meinem Rundherum? Wo haben die Daten Auswirkungen? Und dann kann ich auch basierend auf den Informationen, die mir Systeme liefern, gute Entscheidungen treffen. Data Literacy grenzt sich somit auch von einem Fachwissen ab. Fachwissen ist, was passiert operativ, was passiert in meinem Geschäft, was muss ich verändern, damit ich bestimmte Produkte herstellen kann oder so. Data Literacy ist eine Metakompetenz. Mit dem Fachwissen, das ich über das Thema habe und dem analytischen Denken kann ich basierend darauf Entscheidungen treffen. Das ist zum Beispiel ein Vertriebsleiter, der kennt seine Produkte sehr gut. Wenn ihm aber dieses analytische Verständnis fehlt, kann er bestimmte Forecasts oder Auswertungen nicht richtig interpretieren und diese in seine Entscheidungen einfließen lassen. Wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Ein datenkompetenter Mensch, der hinterfragt Daten, der hinterfragt Kennzahlen, der weiß, wie sie entstehen, der kennt die Definitionen dahinter und er weiß, wann er ihnen vertrauen kann und wann bestimmte Ereignisse passiert sind, die seine Daten beeinflussen. Er will auch nicht nur ein hübsches Dashboard, sondern er möchte den Kontext dazu, vielleicht auch Kommentare, Interpretationen. Er möchte schon einen Schritt weiter gehen, als nur eine reine Auswertung zu sehen. Und er ist immer kritisch im Betrachten der Daten. Wenn wir jetzt zum Beispiel haben im Marketing, wir haben die Conversion Rate, die ist gesunken, minus 15%.
Würde man jetzt einfach nur die Zahl betrachten, würde man sofort sagen, oh Gott, ich muss irgendwas tun, es passt etwas nicht. Wenn man aber zuerst mal analytisch das Ganze betrachtet, ist etwas passiert mit der Ermittlung meiner Zahl, hat sich ein System geändert, gab es irgendein Ereignis, sind die Zielgruppen richtig definiert, habe ich wirklich die korrekte Auswertung der Daten. Und wenn ich das alles geprüft habe, ob das auch richtig ist und zusammenpasst mit dieser Veränderung, dann kann ich Entscheidungen treffen und schauen, was muss ich verändern, um meine Conversion Rate wieder zu erhöhen. Data Literacy ist also keine reine Schulung, sondern es ist wirklich eine Organisationsfähigkeit, eine Kompetenz, die Mitarbeiter Schritt für Schritt aufbauen im Umgang mit Daten in unsicheren Bereichen, um wirklich gute Entscheidungen und diese Entscheidungsfähigkeit aufbauen zu können. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann abonniert unseren Kanal, folgt uns weiterhin und wir freuen uns schon auf das nächste Video. Bis zum nächsten Mal und mögen die Daten mit euch sein.